Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation City Managerin. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Governance. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie offen Innovation von der Stadtverwaltung gefördert und gesteuert werden kann. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie hierfür Strategien, eine Systematik zum Umgang mit städtischen Herausforderungen und Strukturen entwickelt werden können. Der Begriff Governance wird speziell seit den 1990er Jahren verwendet. Allgemein kann Governance als die kollektive Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte verstanden werden. Kommunalverwaltungen scheinen aufgrund ihrer Nähe zur Lebenswelt der BürgerInnen am besten in der Lage zu sein, Governance-Prozesse voranzutreiben. Im Kontext von Open Innovation City steht Governance für die kommunale Steuerung städtischer Innovationsförderung. Die 3 zentralen Aspekte sind dabei Strategie, Systematik und Struktur. Beim Aspekt der Strategie geht es darum, wie Handlungsleitlinien und Ziele für eine passgenaue Innovationsförderung in Ihrer Stadt formuliert werden können. Auch unter Berücksichtigung bereits bestehender Visionen oder Stadtstrategien. Im Hinblick auf die Strategie schlagen wir einen Prozess mit 5 Schritten vor. Vision, Mission und Ziele für die Stadt, City SWOT, Strategieformulierung, Strategieumsetzung und Evaluation. Bevor Kommunen eine Strategie zur Innovationsförderung formulieren und umsetzen, ist es ratsam, bestehende Zielvorgaben zu identifizieren und als Grundlage einzubeziehen. Die zukünftige Entwicklung einer Stadt wird dabei in der Regel durch die politische und kommunale Führung der Verwaltung geprägt. Die Führung hat die Möglichkeit, in Form von Vision und Mission Zielrichtungen vorzugeben. Beispiele für eine entsprechende Formulierung wären: Unsere Stadt bekommt eine autofreie Innenstadt. Oder unsere Stadt wird CO2-neutral bis zum Jahr 2035. Darüber hinaus kann eine Stadt sich auch an bestehenden, übergeordneten Strategien orientieren und diese zur Grundlage des eigenen Handels machen, zum Beispiel eine EU-, Bundes- oder Landesstrategie. Im nächsten Schritt schlagen wir Ihnen vor, eine sogenannte City SWOT durchzuführen. Das heißt, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihrer Stadt zu analysieren. Das dient dazu, interne Betrachtungen und gesellschaftliche Entwicklungen wie Klimawandel oder Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Im Anschluss gehen Sie dann die Formulierung einer Strategie an. Bei einer Strategie im Allgemeinen handelt es sich um ein Zukunftskonzept, das sich aus der Vision ableitet. Eine Strategie umfasst dabei auch konkrete Programme und Maßnahmen. Die Formulierung einer Innovationsstrategie auf Stadtebene sollte dabei auf den bisherigen Überlegungen der Verwaltungsleitung basieren und die Ergebnisse der City SWOT einbeziehen. Die Strategie sollte vor allem ein genaues Zielbild, Angaben zur Verankerung von Innovation und die Nennung bestimmter thematischer Kernbereiche beinhalten. Ohne eine effektive Umsetzung ist eine Strategie wenig wert. Im Rahmen der jeweiligen Strategie legt die Stadtverwaltung bereits konkrete Programme und Maßnahmen fest, um die formulierten Ziele im Bereich der Innovation zu erreichen. Inhaltliche Entwicklung und Ausgestaltung kommunaler Innovationsprogramme erfolgen dabei aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen für jede Stadt individuell. Für die Umsetzung der Strategie können Fragen nach beteiligten AkteurInnen, zu nutzenden Formaten oder auch externen Kooperationen wichtig sein. In der letzten der 5 Phasen sollen die Ergebnisse der Strategie und des dazugehörigen Prozesses bewertet werden. Die zentralen Fragen lauten hier: In welchem Maße konnte die Strategie umgesetzt werden? Wo muss nachgebessert werden? Was lässt sich aus dem Prozess lernen? Schauen wir uns einmal an, wie eine gesamtstädtische Innovationsstrategie aussehen kann. Hamburg hat bereits eine entwickelt. Mehr als 300 Menschen aus verschiedenen Teilen der Stadtgesellschaft haben sich bei der Entwicklung der Strategie beteiligt. Ein Expertinnen-Team setzte den Prozess auf und begleitete ihn. In Arbeitskreisen wurden Ideen entwickelt, auf einer Auftaktveranstaltung präsentiert und anschließend in Fachworkshops weiter diskutiert, evaluiert und präzisiert. Kommen wir nun zu einem weiteren Aspekt von Governance in einer Open Innovation City, dem systematischen Umgang mit großen Themen in Ihrer Stadt. Vor dem Hintergrund der übergeordneten Leitlinien und Ziele benötigen Städte einen Mechanismus hierfür. Der Mechanismus, den wir Ihnen vorschlagen anzuwenden, umfasst 5 Phasen: Initiierung, Strategieformulierung, Ideengenerierung, Konzeption und Validierung sowie Etablierung. In der Initiierungsphase wird ein großer Trend, wie zum Beispiel neue Mobilität, für Sie erkennbar. Sie greifen den Trend auf und analysieren ihn, um ihn genauer zu verstehen. In der Phase der Strategieformulierung
wird über den Umgang Ihrer Stadt mit dem Trendthema nachgedacht und anschließend formuliert. In diesem Zusammenhang sollte auch geklärt werden, welcher Bereich der Verwaltung sich dem Thema federführend widmet. Eine Zusammenarbeit verschiedener Bereiche ist allerdings bei den meisten Themen ohnehin unerlässlich. In der dritten Phase geht es dann um Ideengenerierung für Lösungsansätze zum Trendthema. Spätestens in dieser Phase sollten Sie das kollektive Wissen und die kollektive Kreativität der Stadtgesellschaft einbeziehen. Die daraus entstandenen Ideen können von Ihnen für den Innovationsprozess genutzt werden. Die vierte Phase nennen wir Konzeption und Validierung. Auf Basis der ausgewählten Ideen kann nun die Prüfung und Planung der Umsetzung vorgenommen werden. Hier empfehlen sich Testphasen, in denen Sie sich Feedback der Zielgruppe einholen können. Sobald ein Lösungsansatz entwickelt, pilotiert und getestet wurde und das Feedback der Zielgruppe entsprechend ausfällt, kann in der fünften Phase die Umsetzung in der Stadt vorgenommen werden. Häufig geht der Prozess anschließend erneut von vorne los, da in einem Durchgang nicht alle Fragen in Bezug auf ein Thema gelöst werden können. Lassen Sie uns am Beispiel eines konkreten Trendthemas diese 5 Phasen noch einmal exemplarisch durchlaufen. Unser Beispielthema ist neue Mobilität. Eine anfängliche Analyse in Phase 1 kann ergeben, dass dieses Trendthema ganz entscheidend für die Einhaltung der Klimaziele Ihrer Stadt ist. Sie können nun in der Strategiephase daraus ableiten, dass die zentrale Konsequenz die Umgestaltung der urbanen Infrastruktur sein sollte. Auf Basis der spezifischen Herausforderungen des Themas könnte das Verkehrsamt die Zuständigkeit übernehmen. Aus gemeinsamen Ideenworkshops mit der Stadtgesellschaft ergibt sich unter anderem, dass Sharing-Stationen eine wichtige Maßnahme wären. Diese werden in der Konzeptionsphase testweise errichtet und Feedback eingeholt. Mit einigen Anpassungen werden die Sharing-Stationen dann etabliert. Lassen Sie uns nun noch auf den dritten zentralen Aspekt von Governance in einer Open Innovation City zu sprechen kommen, nämlich Struktur. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie städtische Verwaltungen sich im Bereich Innovation organisieren bzw. strukturell aufstellen können, um gelungene Innovationsförderung zu betreiben. Die Strukturen können dabei fest verankert oder nur beratend sein. Wir beginnen mit einem Blick auf feste Strukturen in der Kommunalverwaltung, also Organisationseinheiten oder Personalstellen. Dazu gehören zum Beispiel Dezernate, Ämter oder einzelne Stellen, wie die von Referentinnen. Eine explizite Verankerung hätte die klare Bezeichnung mit dem Begriff Innovation zur Folge. Zum Beispiel Dezernat für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Innovation. Eine implizite Verankerung würde die Innovationsförderung als Teilaufgabe formulieren. Zum Beispiel als Aufgabenbereich des Dezernats für Wirtschaft und Stadtentwicklung. Über den Aufbau fester Strukturen hinaus können städtische Verwaltungen im Bereich der Innovationsförderung beratende Strukturen anbinden, um inhaltliches Expertinnenwissen in die Steuerungs- und Gestaltungsprozesse einzubinden. Ein Beispiel, wo dies auf Landesebene geschehen ist das Bundesland Sachsen. Hier wurde 2019 ein Innovationsbeirat etabliert. Dabei handelt es sich um einen unabhängigen Fachbeirat, der aus 17 Expertinnen besteht. Der Beirat begleitet seitdem große Zukunftsprojekte des Freistaats Sachsens. Nach dieser kurzen Besprechung von zentralen Aspekten des Themas Governance möchten wir Ihnen nun abschließend 7 zentrale Handlungsempfehlungen zur Förderung städtischer Innovationsfähigkeit mitgeben. Treiben Sie Innovationen in abteilungs- und ressortübergreifender Arbeit voran. Die großen Themen unserer Zeit lassen sich nur mit dem Wissen aus verschiedenen Bereichen bearbeiten. Innovationssteuerung sollte möglichst zentral verankert werden, um in alle Bereiche der Stadt zu wirken. Rücken Sie bei der Innovationsförderung die Akteure in der Stadt, das sogenannte Innovationsökosystem, in den Mittelpunkt. Entwickeln Sie gemeinsam mit der Stadtgesellschaft eine Innovationsstrategie. Bearbeiten Sie städtische Trendthemen vorausschauend und systematisch. Schaffen Sie in der Verwaltung Strukturen für Innovationsförderung. Und Technologie sollte im Bereich der Innovationsförderung kein Selbstzweck sein, sondern bei der Bewältigung von Herausforderungen gezielt zum Einsatz kommen. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Governance dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation City Managerin an.